Was ist Diätfutter für den Hund genau? Dieses Spezialfutter wurde für übergewichtige Hunde entwickelt. Es handelt sich um eine Vollnahrung, reduziert um Fett und Energie, aber mit einem erhöhten Anteil an Ballaststoffen angereichert. Brauche ich Diätfutter für den Hund wirklich? Schau dir deinen Hund an. Wirkt er fit und agil oder erscheint er eher moppelig und träge? Bei dicken Haustieren können die Rippen nicht oder nur schwer gefühlt werden. Ein übergewichtiger Hund wird beim Gassigehen schneller die Lust verlieren und weniger toben und spielen. Worin liegt der Unterschied zwischen Diätfutter und Leitfutter für den Hund? Neben Diätfutter wird dir auch häufig der Zusatz Leitfutter auffallen. Doch worin liegen genau die Unterschiede zwischen beiden Produktbezeichnungen? Wie ist ein gutes Diätfutter für den Hund zusammengesetzt? Es gibt einige Dinge, worauf du besonders achten solltest, wenn es darum geht, ein hochwertiges Diätfutter für Hunde zu erwerben. Wie wende ich das Diätfutter beim Hund erfolgreich an? Hierfür können wir dir einige hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben. Worum handelt es sich bei Diät-Nassfutter für den Hund und worin liegen die Vor- und Nachteile? Diät-Nassfutter besitzt eine ausgewogene Zusammensetzung. Der Anteil an Frischfleisch ist hoch. Dieses Diätfutter für den Hund wird gern angenommen und macht lange satt. Der Flüssigkeitsgehalt ist mit etwa 70% vergleichsweise hoch. Das Angebot ist sehr vielfältig und du kannst aus zahlreichen Geschmacksvarianten wählen. Worum handelt es sich bei halbfeuchtem Diätfutter für den Hund und worin liegen die Vor- und Nachteile? Der Wasseranteil von diesen Softbrocken ist geringer als bei nassem Diätfutter. Etwa 25% sind hier die Regel. Die Fleischbrocken sind in ihrer Konsistenz Frischfleisch sehr ähnlich und werden daher von den Tieren gut angenommen. Damit die Produkte haltbarer werden, sind Konservierungsstoffe enthalten. Worum handelt es sich bei Diät-Trockenfutter für den Hund und worin liegen die Vor- und Nachteile? Trockenfutter besteht aus knackigen und bissgerechten Brocken. Der Wassergehalt ist mit weniger als 10% sehr niedrig und es sollte immer ausreichend frisches Trinkwasser bereitstehen. Diät-Trockenfutter für Hunde ist eine praktische und preisgünstige Alternative. Worum handelt es sich bei Diät-Snacks für den Hund und worin liegen die Vor- und Nachteile? Diät-Snacks sollten die Belohnungsleckerlis ersetzen und sollten nur in geringen Dosen verabreicht werden. Snacks sind keine vollwertige Mahlzeit, auch wenn in einem Diätprodukt der Energiegehalt reduziert ist. Für ein gesundes Abnehmen sind Snacks eigentlich nicht notwendig. Warum ist mein Hund zu dick? Wird dir klar, dass dein Hund Diätfutter benötigt? Stellt sich natürlich auch die Frage, wie es überhaupt dazu kam, dass der Vierbeiner Übergewicht hat und nun abnehmen muss. Warum ist Diätfutter für den Hund besser, als einfach die Hälfte an Futter zu geben? Du würdest deinem Hund lieber eine FDH-Diät verordnen, statt die Ernährung auf Diätfutter umzustellen? Die Erklärung klingt im ersten Moment sicher plausibel, ist aber bei näherer Betrachtung keine gute Wahl. Wie kann ich meinen Hund am besten wiegen? Vor und während der Gabe von Diätfutter für Hunde sollte das Gewicht überprüft werden. Einen Hund richtig zu wiegen, ist jedoch oftmals ein wahrer Kraftakt. Am einfachsten gelingt das Ganze in der Tierarztpraxis. Dort kommen spezielle Tierwagen zum Einsatz. Wie lange sollte Diätfutter dem Hund verabreicht werden? Wie lange ein Hund Diätfutter bekommen sollte, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Jüngere Hunde sollten das Futter nur über einen begrenzten Zeitraum erhalten.